Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es nochmal am M2 weiter, und zwar dadurch, dass er jetzt ja läuft, möchte ich mich einer Sache widmen, die mich schon seit längerer Zeit stört. Ich habe ja hinten im Kofferraum die Rückbank ausgebaut und auch die ganzen Verkleidungen. Und ich hatte ja vor einiger Zeit mal einen Differentialkühler, einen aktiven Differentialkühler im Einsatz, wo die Kühlschläuche und der Kühler im Innenraum waren, also hinten im Kofferraum. Könnt ihr gerne mal in der Playlist schauen. Prinzipiell hat das gut funktioniert, allerdings habe ich das halt nur unter hoher Belastung gebraucht und bin das Ding sozusagen größtenteils immer spazieren gefahren. Deswegen habe ich den dann, als der Schaden am Turbolader war, hatte ich den dann zurückgebaut. Jetzt habe ich das Problem, dass unten noch eines dieser Hitzeschutzbleche, was ja sozusagen den Unterboden schützt, weil da ja direkt der Auspuff ist und beziehungsweise die Hitze vom Auspuff so ein bisschen abisoliert. Und dieses Hitzeschutzblech unten, das mussten wir so ein bisschen verbiegen, um diese Leitungen da durchzubekommen, die dann nachher den Ölaustausch gemacht haben. Also sprich die Differentialflüssigkeit aus dem Differentialkörper rausgepumpt haben, durch den Kühler durch, hinten im Kofferraum und dann wieder zurück in den Differentialkörper. Das heißt, ich möchte heute unten das Hitzeblech befestigen. Dafür habe ich mir hier solche speziellen Muttern besorgt, oder ja, das sind hier mit so einem ganz breiten Kopf. Ich hoffe, das funktioniert. Das sind die, die da original hingehören. Und ich habe mir so Stopfen besorgt für den Innenraum, denn den einen Stopfen hatten wir entfernt und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Dass wir dieses Loch verschließen, zeige ich euch gleich, damit da auch nicht mehr Geräusch in den Innenraum kommt. Und zusätzlich habe ich mir solche Hitzeschutz- oder Akustikmatten besorgt. Angeblich sind die ganz schwer brennbar oder halt alles andere als leicht entzündlich, also sollten so ein bisschen feuerfest sein. Und ich möchte es einfach ausprobieren. Ich habe bei anderen Fahrzeugen früher entweder diese Dynomat-Matten verwendet, die kleben aber wie die Hölle. Das heißt, wenn man die einmal reinklebt, kriegt man die nicht mehr raus. Sind auch relativ schwer. Eine andere Alternative, was ich auch schon verbaut habe, sind Alubutylmatten. Das heißt, man hat so eine Art Gummi-Kautschukartige Schicht, auf der eine Alufolie aufgeklebt ist. Zum einen verletzt man sich häufig, weil die sehr scharfkantig sind. Zum anderen sind die schweineschwer. Und auch da wieder klebt wie die Hölle, kriegt man auch wieder nicht mehr raus. Und deswegen ist meine Idee hier mit diesen Matten, die sind zum einen super leicht, weil, wie gesagt, ich baue ja nicht alles aus und schmeiße dann wieder Gewicht rein, wäre ja Blödsinn. Deswegen habe ich mich hierfür entschieden, weil die super leicht sind. Und ich werde die dann befestigen mit so kleinen doppelseitigen Klebepads. Da brauche ich dann maximal 4 Stück. Ich werde diese Matten hier passgenau zuschneiden, da ich das hinten so ein bisschen auskleide, auch nicht vollflächig, einfach an gewissen Stellen, wo große Bleche sind. Denn große Bleche neigen eben dazu zu schwingen. Und meine Hoffnung ist, dass mit diesen Matten dann der Schall so ein bisschen gedämmt wird. Muss ich jetzt einfach ausprobieren. Und wie gesagt, ich schneide das jetzt zu, packe das da rein, mache vorher den Stöpsel auf das Loch, das zeige ich euch gleich. Und dann als letztes schaue ich mir noch unten an die Geschichte mit dem Hitzeschutzblech. Und jetzt schauen wir einmal hinten im Kofferraum. So, das ist jetzt der Blick in den Kofferraum. Ich habe jetzt die Kamera wieder wechseln müssen. Mit der großen kriege ich das nicht so gut eingefangen. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier relativ viele Freiflächen. Und man hört auch, ne, durch diese großen Flächen, das vibriert halt. Dann dort unten haben wir dieses Loch, wo man auch das Hitzeschutzblech sieht. Da mache ich gleich den Stopfen drauf. Dann werde ich hier, wie gesagt, welche von diesen Matten hinmachen. Vielleicht auch hier an der Seite, also gerade hier an der Innenseite. Da ist es auch, ja, also kann der Schall gut walten. Dann hier in diese Seitentaschen werde ich ein bisschen was reinmachen. Das sind alles Stellen, wo jetzt kein Wasser ist, also wo auch kein Wasser durchfließt. Deswegen kann ich da problemlos auch diese Matten hinkleben. Wie gesagt, ist ja auch nur ganz leicht. Ja, und ich hätte gesagt, ich schmeiße mal den Zeitraffer an und dann schauen wir mal, wie es läuft.
So, ich habe jetzt den Zeitraffer dann irgendwann gestoppt, damit das nicht zu langweilig für euch wird. So sieht das jetzt aus. Also ich habe jetzt nicht alles komplett ausgekleidet, aber die Stellen, wo es für mich, ich habe einfach hingeklopft und dort, wo es besonders ja, hohl oder blechern klang, da habe ich jetzt diese Matten montiert. Es leider regnet es schon wieder wie die Sau, das heißt, ich kann jetzt leider keine Probefahrt machen, um direktes Feedback zu geben, ob es besser oder schlechter ist, beziehungsweise ob sich was verändert hat. Denn ich habe ihn jetzt erst geputzt und will ihn jetzt nicht schon wieder sauber machen. Ja, gucken wir uns das Ganze nochmal im Detail an. Also ich habe auch hier drüben in der Fahrerseite habe ich was montiert. Ich habe natürlich jetzt die ganzen Verschraubpunkte und alles freigelassen, denn es soll ja kein Hindernis sein, sondern nur ein zusätzliches Mittel, um gegebenenfalls ein bisschen die Geräusche zu dämmen. Hier innen, das ist das, wo es meinem Empfinden nach am meisten rappelt und scheppert. Das heißt, da habe ich am meisten von diesen Dämmmatten reingebaut. An den Seiten habe ich es jetzt gelassen, weil, hört mal, das ist sehr stabil. Also das schwingt so gut wie gar nicht. Da würde ich jetzt mal vermuten, dass dort keine Vibrationen entstehen. Und auch hier in der Seite, wo sozusagen ich meistens das Ladegerät und den Erste-Hilfe-Kasten habe, da habe ich jetzt auch was reingepackt. Das heißt, die ganzen großen Blechflächen sind jetzt abgedeckt. Und jetzt schaue ich mir unten das Hitzeschutzblech an, ob ich das wieder befestigt bekomme. Und die Info, ob das jetzt was hilft oder nicht, gebe ich euch dann einfach, wenn ich das bei schönem Wetter mal wieder testen konnte. So, wie ihr sehen könnt, ich habe ihn jetzt hochgehoben. Jetzt schauen wir einfach mal drunter und gucken, ob ich das mit diesem Hitzeschutzblech wieder ein bisschen fester angezogen bekomme. So, jetzt sind wir hier unten. Hier ist dieses Hitzeschutzblech. Und das mussten wir, als wir den Differentialkühler verbaut haben, mussten wir das ein bisschen runterbiegen. Hatten das hier auch leicht beschädigt, weil hier die Schläuche durchgingen. Da habe ich jetzt nur so eine schlechte Mutter gefunden, nicht die richtige. Ihr seht ja, hier sind viel größer. Die habe ich mir jetzt besorgt, ne, diese hier. Und jetzt werde ich da diese falsche Mutter rausdrehen. Denn das hier, das glaube ich, fängt ein bisschen an zu schwingen während der Fahrt. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen hier so zurechtbiegen. Und wenn das passiert ist mit dem Zurechtbiegen, dann tausche ich jetzt hier diese Mutter gegen die große aus. So, wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier wieder die richtige Mutter befestigt. Dafür habe ich hier einfach einen 10er Aufsatz genommen, also das ist eine 10er Nuss, die ihr da braucht. Und das Ding hier wieder festgezogen. Somit sollte das jetzt hier auch nicht mehr vibrieren. Das fühlt sich jetzt auch wieder sehr stabil an. Hier drüben haben wir noch ein bisschen Spiel, aber ich würde sagen, das ist relativ normal. Das haben wir hier auf der anderen Seite auch und da waren wir nicht dran. Insofern, das passt jetzt wieder, das ist wieder original. So, und jetzt habt ihr gesehen, das ist ein kurzes Video heute. Ich habe jetzt diese, wie gesagt, diese Dämmmatten oder diese Akustikmatten verlegt. Ja, muss ich euch einfach in einem anderen Video sagen, ob das was hilft oder nicht. Ich habe jetzt auch nicht mega viel verlegt. Ich habe davon noch, je nachdem wie das Ergebnis ist, ob ich einen Unterschied höre, werde ich vielleicht noch mal ein paar mehr verlegen. Aber wenn ich jetzt merke, es bringt gar keinen Unterschied, denn diese Menge müsste meiner Meinung nach schon einen Unterschied machen. Und wenn ich feststelle, es bringt keinen Unterschied, dann lasse ich das. Also hier an der Seite werde ich sie auf jeden Fall drin lassen, egal ob sie jetzt geräuschtechnisch was bringen oder nicht. Weil wenn ich dann da was reinlege, klappert das nicht so, denn ich habe ja auch das Ladegerät immer dabei für einen Akku. Und wenn das da unten auf dem Metall liegt, das klappert immer. Das heißt, das an der Seite werde ich auf jeden Fall drin lassen. Und das andere, ich meine, das stört ja jetzt auch nicht. Wie gesagt, das ist nicht super fest. Das sind ja nur diese Klebepads. Das heißt, kriegt man dann auch leicht wieder entfernt. Das war mir wichtig, weil, wie gesagt, Alubutyl oder diese Dynomat, also diese Sounddämmmatten, die ich zum Beispiel auch beim Camaro verbaut habe, also bei meinem 79er Camaro, die kleben halt wie die Hölle. Die kriegt man nicht mehr raus. Und dann ist praktisch die ganze Fläche mit Kleberesten voll, wo man es aufgebracht hat. Und es ist super aufwendig, die wieder zu entfernen. Deswegen diese Lösung und wie gesagt, am Anfang erwähnt, die wiegen halt nichts. Ja? Also wenn das ein bisschen Geräusche dämmt und dann diese Resonanz, diese Störresonanzen wegnimmt, das wäre super. Auf der Rennstrecke, da ist es mir egal. Also wegen der Rennstrecke habe ich das jetzt nicht gemacht, aber ich habe ja keinen Hänger. Das Auto ist immer zugelassen. Deswegen muss es ja auch die ganzen Emissionsvorschriften erfüllen. Und eben auf dem Weg zur Rennstrecke und wieder zurück. Ich fahre ja teilweise auch in Österreich oder im Osten auf Rennstrecken. Ich war auch schon in Spa. Da hat man halt doch relativ lange Wege. Und dann nervt das, wenn diese ganzen Störgeräusche zu hören sind bei längeren Fahrten. Deswegen mein Versuch, ohne jetzt zusätzliches Gewicht ins Auto zu bringen,
das Ganze ein bisschen abzumindern. So, das war es jetzt fürs heutige Video. Heute, wie gesagt, ein kurzes Video, nur mit diesen Akustikmatten und eben unten die Reparatur von diesem Hitzeschutzblech, damit das wieder fest ist. Ich hoffe, es war trotzdem was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.